Heute zeigen wir euch die Anbindung von Session Link Pro an Pro Tools mittels Source Nexus Pro Plugin von Source Elements. Mit diesem Plugin lässt sich eine rein digitale, bidirektionale Verbindung beider Programme herstellen. Wir starten mit einer leeren Pro Tools Session. Als Playback Engine wird das reguläre Audio-Interface verwendet. Benötigt werden erst einmal 3 normale Audio-Tracks. Wir legen uns dafür 3 Mono-Tracks an. Zusätzlich wird noch ein AUX-Track für das Source Nexus Pro Plugin benötigt. Dieser sollte Stereo sein. Der erste Track wird für die Aufnahme des Sprechers konfiguriert. Der zweite Track wird für die Wiedergabe bereits aufgenommener Takes verwendet. Der dritte Track ist für unser Talkback zuständig, da dieses auch über Pro Tools geroutet werden muss. Der AUX-Track ist für die Kommunikation mit Session Link Pro über das Source Nexus Pro Plugin gedacht. Diesen konfigurieren wir jetzt als erstes. Das Source Nexus Pro Plugin setzt man in einen Insert. So sieht das Ganze aus. Viel zu konfigurieren gibt es hier nicht. Für Send stellen wir Source Nexus A Input 1.2 ein. Für Receive wählen wir Source Nexus B Output 1.2. Beim In-Out-Routing wählen wir einen beliebigen freien Bus für den Input, zum Beispiel Bus 1.2. Der Output wird auf einen weiteren freien Bus gesetzt, zum Beispiel Bus 3.4. Über den Bus 3.4 stehen jetzt die mit Session Link Pro empfangenen Signale zur Verfügung und über Bus 1.2 können Signale zu Session Link Pro gesendet werden. Als nächstes konfigurieren wir die Aufnahmespur. Für den Input wählen wir den Bus 3.4, den wir eben als Output des AUX-Tracks eingestellt haben. Da wir einen Mono-Track angelegt haben, nehmen wir davon Bus 3. Der Output geht auf unsere Studiomonitore. Um das mit Session Link Pro empfangene Signal hören zu können, aktivieren wir das Input Monitoring. Und natürlich muss die Spur für die Aufnahme scharf geschaltet werden. Die Playback-Spur benötigt keinen Input, daher deaktiviere ich den Input der Übersicht halber. Der Output wird, wie auch bei der Aufnahmespur, auf die Abhöre geroutet. Damit auch der Sprecher das Playback hören kann, routen wir die Signale zusätzlich über einen Send auf den Bus 1.2, welcher dann über das Source Nexus Pro Plugin zu Session Link Pro gesendet wird. Über den Fader kann der Sendepegel unabhängig vom lokalen Wiedergabepegel angepasst werden. Die Talkback-Spur erhält ihr Signal vom Talkback-Mikrofon. Bei mir kommt das über Front Left. Der Output geht auf den Bus 1.2. Wir verwenden hier direkt den Output für das Routing zu Session Link Pro, da wir das Talkback-Mikrofon natürlich nicht selbst hören wollen. Zusätzlich muss das Input Monitoring aktiviert werden. Wir sehen im Metering das Signal des Talkback-Mikrofons. Und wir sehen auch schon, dass das Send-Meter im Source Nexus Pro Plugin dem Metering der Talkback-Spur folgt. Damit ist das Pro Tools Setup bereits erledigt. Wir wechseln jetzt zu Session Link Pro und loggen uns ein. Wir konfigurieren im Bereich Audio MIDI Devices die Audio-Ein- und Ausgänge. Für den Audio-Input nehmen wir den Source Nexus A-Treiber, den wir im Source Nexus Pro Plugin bei Send ausgewählt haben. Im Send-Meter sehen wir bereits, dass die Signale des Talkbacks über Source Nexus Pro an Session Link Pro weitergeleitet werden. Die mit Session Link Pro empfangenen Signale müssen jetzt noch an Pro Tools weitergeleitet werden. Dafür wählen wir bei Audio Output den Source Nexus B-Treiber. Das Setup ist damit komplett. Um das vollständige Setup zu testen, verschicken wir einen Session Link an den Gast
und starten die Verbindung. Im Receive-Meter sehen wir nun das Empfangssignal. Das Empfangssignal wird an Source Nexus Pro weitergeleitet und ist dort bei Receive zu sehen. Über Bus 3.4 steht das Signal dann in der Aufnahmespur zur Verfügung. Das ankommende Signal kann jetzt aufgenommen werden. Zur Wiedergabe ziehen wir den aufgenommenen Take auf die Playback-Spur. Über diese Spur kann er über die lokale Abhöre wiedergegeben werden und zusätzlich über den Send via Session Link Pro zum Sprecher gesendet werden.